Willkommen zurück zu einer weiteren Zeitreise in die goldene Ära der Videospiele. Heute geht's auf die Sega Dreamcast, die Konsole, die zu gut war, um lange zu leben. Wir zeigen euch die 25 Actionspiele, die uns damals schwitzen, staunen und manchmal einfach nur lachen ließen. Also, VU laden, Disk rein und los geht's. Hier kommen die Top 25 Action-Titel auf der Dreamcast. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Resident Evil 2 von 1999, ein Klassiker, der einfach nicht sterben wollte. Auf der Dreamcast läuft Leon flüssiger als je zuvor und Claire sieht endlich so aus, als hätte sie mehr als nur 4 Pixel im Gesicht. Ein perfekter Einstieg für Horror-Einsteiger mit Stil. Wayne Cried von 2000 erschien nur in Japan exclusive von From Software, bevor sie Dark Souls erfunden haben. Hier schwingst du ein Schwert, das so groß ist wie dein Ego nach dem ersten Bosskampf. Riesige Mechs, epische Musik und null Ahnung, was passiert, wenn du kein Japanisch kannst. Booga Booga von 2001 ist ein Online-Multiplayer voller Voodoo-Chaos, bei dem keiner wusste, was er eigentlich tut. Aber alle hatten Spaß. Irgendwie ein Vorläufer von Mario Party mit Kannibalen, Masken und jeder Menge Kokosnüsse. Confidential Mission von 2000. James Bond wäre stolz, Laseranzüge und jede Menge Feinde, die nie gelernt haben, Deckung zu suchen. Wenn du dich je gefragt hast, wie Mission Impossible auf dem Dreamcast aussehen würde, das ist es. Heavy Metal Geometrics von 2001. Postapokalyptische Action mit E-Gitarren, Lederklamotten und jeder Menge Explosionen. Quasi Mad Max trifft Matrix, nur mit noch mehr Haarspray. E-Metal pur und ja, du kannst headbangen. Spawn in der Demon's Hand von 2000. Düster, brutal und komplett over the top. Spawn ballert sich durch die Hölle und sieht dabei aus, als hätte er Slipknot beim Friseur getroffen. Ein Spiel, das beweist, Stil schlägt manchmal Substanz. Spider-Man von 2000. Endlich durfte Spidey frei durch die Luft schwingen. Naja, passt, solange du dich nicht fragst, wo diese Netze eigentlich hängen. Humor, Action und 90er Comic-Charme, ein Superheldenspiel mit Herz. Whoa, police choppers. 2000 kam auch Carrier, sozusagen Resident Evil auf einem Schiff mit schlechter Luft und schlechter Laune. Dunkle Gänge, schleimige Monster und ein Funkgerät, das öfter versagt als dein WLAN. Ein unterschätztes Horror-Action-Erlebnis. Natürlich darf Tomb Raider auch auf der Dreamcast nicht fehlen
Tomb Raider Chronicles von 2000. Lara Croft erzählt Rückblicke, weil sie es kann. Kurze Kapitel, flotte Action und wieder einmal unzerstörbare Spandexhosen. Ein Meilenstein, aber solide Unterhaltung zwischen zwei archäologischen Weltreisen. Lara war mit Tomb Raider The Last Revelation bereits 1999 unterwegs. Lara kehrt zurück nach Ägypten, um Mumien zu verprügeln und Fallen zu überleben. Rätsel, Action, Atmosphäre und ja, wieder ein legendärer Sprung ins All Nichts. is not as it seems. Concealed traps and pitfalls await the unwary. You must stay close and follow my instruction. Draconos Cult of the Realm von 2000. Ritter, Drachen, Magie, was will man mehr? Vielleicht eine Kamera, die nicht versucht, dich umzubringen. Trotzdem, epische Kämpfe und Bossgegner, die selbst Dark Souls neidisch machen würden. Red Dog Superior Firepower von 2000. Ein Panzer mit Wumms, Explosion ohne Ende und Koop-Modus. Das nenne ich Feierabendtherapie. Technisch top, spielerisch direkt. Red Dog ist der Geheimtipp für alle Pyromanen. Outrigger von 2001, Segas Versuch, Online-Action auf Konsole zu bringen. Schnell, präzise, stylisch und perfekt für Leute, die schon damals auf KD-Radios geachtet haben, bevor es cool war. (1999) kam Blue Stinger, eines der ersten Spiele und eines der verrücktesten. Monster, Sci-Fi, Comedy und ein Protagonist, der aussieht, als wäre er versehentlich auf der Raumstation gelandet. Ein charmantes Stück 90er Trash mit Herz. Omikron The Nomad Soul von 2000. Ein Open-World-Experiment mit Körpertauschmechanik und David Bowie. Ja, dem echten David Bowie. Du weißt, ein Spiel ist besonders, wenn du am Ende nicht sicher bist, ob du gewonnen oder einfach nur gelebt hast. Toy Commander von 1999. Kindheit trifft Kriegszone. Spielzeugautos, Flugzeug und Roboter liefern sich epische Gefechte. Fantasie pur. Das Spiel, das uns alle daran erinnert, warum wir früher unsere Actionfiguren reden ließen. I'll Bleed von 2001 ist Splatter, Comedy und totale Verwirrung. Du spielst in einem Horror-Vergnügungspark voller Filmparodien. I'll Bleed ist so schräg, dass es eigentlich verboten gehört. Und genau deshalb großartig. In 2000 kam D2. Survival Horror trifft auf Arthouse-Kino. Du jagst Mutanten in den kanadischen Bergen, während du permanent das Gefühl hast, in einem David Lynch-Film gelandet zu sein. Merkwürdig, faszinierend, Dreamcast pur. Sword of the Berserk Guts Rage von 2000. Guts, Blut und jede Menge große Schwerter.
Eines der brutalsten Spiele seiner Zeit, aber mit überraschend viel Herz und Story. Berserk-Fans sagen, ja bitte, alle anderen, was habe ich da gerade gespielt? In 2000 kam auch Shadowman. Du bist halb Mensch, halb Voodoo-Krieger und bekämpfst Serienkiller in der Unterwelt. Also ein ganz normaler Dienstag. Düster, kreativ und voller Atmosphäre. Ein echtes 90er Highlight. Legacy of Kain Soul Reaver von 2000, Vampir, Rache, Dimension. Soul Reaver ist Blade, Gothic und Shakespeare in einem Spiel. Atemberaubend für seine Zeit, melancholisch, düster und wunderschön. Shenmue 2 von 2001. Ryo Hazuki, der höflichste Retter der Welt, sucht weiter nach dem Mörder seines Vaters. Mit Quicktime-Events, Stadtleben und mehr Gabelstaplern als in jedem Lagerhaus. Groß, detailliert, legendär. Wir kommen in die Top 3 mit Headhunter von 2001. Zukunft, Motorräder, Spionage. Headhunter ist ein Sega-Action-Film mit britischem Humor und Lederjacken. Wenn Dreamcast ein Bot-Spiel gehabt hätte, dann wäre es genau das gewesen. Resident Evil, Code Veronica von 2000, Zombies, Twins und jede Menge Albträume. Der erste voll 3D Resident Evil Teil, exklusiv für Dreamcast gestartet. Intensiv, dramatisch und endlich mal ohne diese gruseligen festen Kamerawinkel. Nicht anders zu erwarten. Auf Platz 1 Shenmue, das Original von 1999. Der heilige Gral der Dreamcast. Revolutionär, emotional und so realistisch, dass man damals ernsthaft glaubte, NPCs hätten ein Privatleben. Shenmue war kein Spiel, es war ein Erlebnis. Und ja, du kannst in der Spielhalle Outrun zocken. Das waren die Top 25 Action-Titel der Sega Dreamcast. Die Konsole, die uns lehrte, dass Speicherstände piepsen und Controller 3 Hände brauchen. Schreib mir in die Kommentare, welches Spiel du in dieser Liste vermisst und ob du auch jedes Mal Shenmues Katze gefüttert hast. Retro-Fans, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Press Start to Feel All. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload.